Die Antikensammlung der Uni Heidelberg ist die Sammlung der griechischen und römischen Kultur. Sie umfasst große Bestände an originalen Objekten, also Antiken aus dem Mittelmeerraum, aber eben auch Kopien. Das heißt Gipsabgüsse, zum Beispiel von antiken Statuen, von Reliefs, von Büsten und auch sogenannte galvanoplastische Repliken, also Metallkopien von Goldobjekten. Mein Name ist Polly Lohmann, ich bin klassische Archäologin, das heißt für die griechische und römische Kultur zuständig und bin hier an der Uni Heidelberg die Kuratorin der Antikensammlung, also zwischen Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die Antikensammlung unserer Uni ist eine der größten klassisch-archäologischen Universitätssammlungen und sie gehört zu den frühen Sammlungen, ist also 1848 bereits gegründet worden und dann mit der Zeit immer mehr erweitert worden. Sie ist einerseits repräsentativ, weil man damals versucht hat, wie in vielen Unisammlungen, das Fach Archäologie oder griechische, römische Archäologie möglichst breit abzubilden. Andererseits haben wir auch ganz spezielle Bestände, die die Sammlung hier besonders machen, zum Beispiel die sogenannten lokrischen Reliefs. Das sind also griechische Reliefs aus Ton. Und dazu hat die Antikensammlung eine der größten Bestände weltweit. Besonders ist auch unter den Kopien die Gipsabgüsse des Tropaeum Traiani. Das sind also Kopien von einem römischen Siegesdenkmal im heutigen Rumänien. Und Heidelberg ist die einzige Sammlung weltweit, die Abgüsse von diesem Monument hat. Die griechischen Keramikgefäße sind sehr repräsentativ für unsere Sammlung, weil die Antikensammlung wie viele klassisch-archäologische Sammlungen überwiegend Keramik enthält. Das liegt daran, dass Keramik ein Material ist, das sich am häufigsten erhalten hat aus der Antike. Die Bemalung und alle Arten von Dekor, die überleben über 2500 Jahre. An diesen Keramikgefäßen kann man eben verschiedene Bemalungstechniken der verschiedenen Epochen erkennen. Und auch die Bilder auf den Objekten sind für die klassische Archäologie vor allem ganz wichtig, weil da Mythenbilder, Alltagsszenen und anderes gezeigt werden, die für die Forschung eine ganz große Rolle spielen. Die Augenschale wurde wohl ungefähr um 530 vor Christus hergestellt. Es handelt sich um eine Trinkschale in sozialem Kontext. Das heißt, man hat zu mehreren daraus getrunken, man hat die umhergereicht und in der Regel hat man daraus Wein vermischt mit Wasser getrunken. Die Augen auf der Augenschale können verschiedene Bedeutungen gehabt haben. So ein frontaler Blick, wie wir ihn hier sehen, der ist in der griechischen Kunst nur ganz wenigen Wesen vorbehalten. Wilde Tiere oder auch solche mythischen Mischwesen. Einerseits ist es der böse Blick selber, den die Schale quasi hat, oder der gefährliche Blick. Andererseits kann es auch so eine übelabwehrende Funktion gegen den bösen Blick haben. Ein Gag, der dabei ist eben, wenn man aus der Schale getrunken hat, dann wird die Schale quasi zu deinem eigenen Gesicht. Solche griechischen Trinkschalen haben öfter mal so einen spielerischen Charakter. Die Kylix ist so um 550 vor Christus datiert. Die ist schwarzfigurig, das heißt, wir sehen schwarze Figuren auf dem roten Grund, also auf dem roten Ton. Hier ist auch wieder ein kleiner Lachfaktor eingebaut, nämlich im Inneren, am Boden dieser Schale, ist ein Bild zu sehen. Wenn die Schale leer getrunken ist, kann man das auch erkennen. Das ist ein Bild von einem Mann, der einen Eber trägt, also eine der 12 Taten des Herakles. Und er trägt also diesen Eber, den er besiegt und erlegt hat, auf den Schultern. Und je nachdem, wie rum man die Schale dreht, könnte auch der Eber den Herakles geschultert haben. Die Hydria ist ein Gefäß zum Transport vom Wasser. Es ist hier eine rotfigurige Hydria, das heißt in diesem Fall rote Figuren auf schwarzem Grund. Das ist also eine Bemalungstechnik in der griechischen Vasenmalerei, die wurde um 530 vor Christus entwickelt. Das Wasserholen ist in der griechischen Antike so eine typische Frauenarbeit. Die Szenen auf dieser Hydria in der Forschung wird das Frauengemach-Szene genannt, also eine Frau mit Schmuckkästchen und so kleinen Eroten, also geflügelten Figürchen. Das passt ganz gut in den Kontext. Dieses kleine Goldornament mit einem Holzrest, das ist besonders, weil Holz oder insgesamt organisches Material sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt erhält. Das sind also kleine goldene Lotus- und Palmettenblätter, winzig klein, nur wenige Millimeter groß, die mit einem ganz feinen Golddraht verbunden waren und mit ganz kleinen Goldnägeln auf diesem Holz aufgenagelt waren. Wir können davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich um eine Holzkiste, also vielleicht ein kleines Schmuckkästchen handelte, mit diesem Golddekor. Also wirklich ein sehr prestigeträchtiges Objekt. Was die Antikensammlung auch noch besonders macht, ist, dass wir sie in sehr großem Umfang in der Forschung und Lehre nutzen.
Woran wir aktuell arbeiten, ist Digitalisierung im klassischen Sinne. Wir erfassen unsere Objekte für die Bilddatenbank der Universität. Das heißt aber, dass sie damit weltweit einsehbar sind, zugänglich sind für Forschende. Mir macht die Arbeit als Sammlungskuratorin besonders viel Spaß, weil man dabei eben Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit verbinden kann. Lehre mit Objekten ist so schön, weil wir so ein breites Spektrum haben. Das heißt, die Studierenden haben hier die Möglichkeit, alle Aspekte der Sammlungsarbeit oder auch der archäologischen Arbeit mit Objekten kennenzulernen.